Oh nee, oh nein. Videosequenz überspringen. Okay, also es war noch keins dieser Spiele, was so schlau war. Und den letzten Speicherpunkt einfach genommen hat. Stattdessen müssen wir einfach den Spielstand laden hier. So, wir sind eigentlich schon direkt am Anfang. Wieso habe ich immer das Medikament immer? Extra starke Pillen. I need to take these, or I can get into trouble. I need to take these, so I can get into trouble. So, jetzt gucken wir uns mal um, was haben wir denn hier alles? Gemälde. Ich spiele mal ein Gemälde. I find it best to have my clients associate me with interesting but unusual finds. The artwork is all chosen for that purpose, and I change it every few months. Okay, das sagt er wahrscheinlich I überall. find it best to have my clients associate. Okay, das sind alles hier Masken. Dogon masks from Molly. Dogon Masks. Sofa. The couch is for the rare times I have a client visit me here. Versteh schon. No, thank you. Deine Kundencouch. Fine china from the early 19th century. Fine china from In the case I early have 19th. visitors, as unlikely as that may be. Gästestuhl, achso, das haben wir schon. Antiquitäten. I keep some of my favorite objects in my office. That doesn't mean I wouldn't part with them for the right price. Also das Spiel ist auch so ein bisschen Wimmelbild, denn wenn man sich mal hier anguckt, die Objekte, hier die Hotspots, das ist jetzt der zweite Screen, den man sieht, ne? Das sind schon sehr viele Hotspots für den zweiten Screen, oder dafür, dass in der Regel so ein Spiel eigentlich langsam anfangen sollte. It's an original sculpture by an upcoming artist. It should be a good return on investment someday. Schreibtisch. Was haben wir denn hier? Als noch mehr Antiquitäten. Okay, nee, auf die Couch kann ich mich nicht setzen. No, thank you. The desk looks good and is functional, but it doesn't have a particularly interesting history. Sturzflug an der Börse geht weiter. Oh, sogar deutscher Titel. Wahnsinn. The Printed. Was haben wir denn hier? Ein Brief. The bleak economy seems to be all the newspapers can talk about these days. Wirtschaftskollaps in Europa bis 2014. Die heikle Wirtschaftslage der USA spiegelt sich ähnlich in Europa wider. Seit Jahresbeginn hat der Euro parallel zum Dollar an Wert verloren und die Schließung zweier Großbanken in den letzten 6 Monaten lässt Experten verkünden, dass ein Kollaps im kommenden Jahr unausweichlich ist. Okay. Brief von... It's a letter from Mr. Barozzi, an antique dealer in Venice. He has a brilliant eye for interesting pieces. He's a little quaint. He insists on sending snail mail. Snail Mail. I'd like to see what Barozzi's found. Perhaps I'll be passing through Venice sometime soon. Was steht da? Lieber Mr. Rektor, ich hoffe, Sie erfreuen sich bei Erhalt dieses Briefes guter Gesundheit und Ihr Laden läuft gut. Hoffentlich habe ich kürzlich habe ich eine ungewöhnliche Figur in die Hände bekommen, die Sie interessieren dürfte. Obwohl ich nicht sicher bin, glaube ich, sie könnte keltischen Ursprungs sein. Ich hoffe, Sie können vorbeikommen, wenn Sie das nächste Mal in Venedig sind und sie sich ansehen. Ich werde Sie vorerst zur Seite legen. Mit freundlichen Grüßen, Giuseppe Barozzi. Toll. Gut. Gut, haben wir schon. I'd like to see what Ja. Okay. Ui. Okay, aus was für einem Grund musste die Schreibtisch, dann gucken wir mal den I Computer. don't use my computer like I used to. Everything is on my phone these days. Of course, everything is on my... I have I'd rather everything. use my phone. What? I'd rather use my phone. I'd rather use my phone, you asshole. So. Da ich keinen Bock auf Wimmelbildspiele habe, ich gucke jetzt, ob wir irgendwas Wichtiges eventuell vergessen haben. Das, ne, ist nix, ne? Okay, was haben wir denn hier? Dann haben wir hier eigentlich... Wir sind jetzt hier.
Haben nur diesen Brief gelesen. Ansonsten schon schreibt ich den Brief. Ja, und das war's eigentlich, ne? The bleak economy. Ja. Genau, dann können wir eigentlich zurück zum Laden gehen. Diese Animation irgendwie. So, dann reden wir noch mal mit Gretchen, ganz freundlich. Gretchen, Yes, Malachi? did you give Amble Dexter my cell phone number? No. I told him I'd give you his message and that I didn't know when you'd be back in town. Well, he got it from somewhere. He got it from somewhere, oh no. That's all for now. Very well. Denn, ja. Schwarzer Schrank. Ja, ich glaube, hier ist auch nächstes Jahr mal auch vorhin schon. Dann gehen wir mal zum Ausgang. I'm going to go see Mr. Dexter. Good. But tell him you can't travel anywhere for a few weeks. I'll do nothing of the sort. Good luck. So, das bin ich schlau. Rektors Antikes. Central Park West. Ja, okay, dann haben wir ja noch nicht viele Optionen, wo wir hingehen können. Was ist denn das? Achso, ist New York oder was? Ich kenne mich ja echt, Alter, der schwitzt auch irgendwie so Englisch. Manhattan. Oh, look. Ein FIFA-Logo. Feta. That must be the logo of this company or agency or whatever it is. Neuer Tipp verfügbar. Toll. Tutorial. Malachi kann Menschen und Dinge analysieren, um mehr über sie zu erfahren. Jedes Symbol markiert ein interessantes Detail. Klick eines an, um diesen Datenpunkt zu betrachten und wähle dann aus der Liste eine mögliche Schlussfolgerung, die Malachi daraus zieht. Was? Kann Menschen und Dinge analysieren, um mehr über sie zu erfahren. Jedes Symbol markiert ein interessantes Detail. Klick eines an, um diesen Datenpunkt zu betrachten und wähle dann aus der Liste der möglichen Schlussfolgerungen. Logo ist rund. Inspiziert die Verbindung zur Nase-Logo. Passt besser auf Verpackung. Okay. What? Muss ich da jetzt... Passt besser auf Verpackung. Symbolisiert das ganze Geschlossene. Impliziert Verbindung zum NASA-Logo, ja, keine Ahnung. Moebius-Schleife. Hat was mit Unendlichkeit oder Wiederholung zu tun, hat was mit Schlangen zu tun, oder Unendlichkeit, Wiederholung zu tun. Abkürzung, Regierungsbehörde, Wohlfahrtsbehörde, Initialen des Gründers. Ja, keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Sternenexplosion hat was mit dem Weltraum zu tun, hat was mit Sprengen zu tun, hat bestimmt was mit dem Weltraum zu tun. Und wenn das was mit dem Weltraum zu tun hat, und dann ist hier, es ist bestimmt keine Regierungsbehörde, es ist aber bestimmt keine, es sind bestimmt die Initialen des Gründers. Wenn du alle Auswahl um die Schlussanlese zu beenden, okay? Nicht alle Treffer sind richtig, überprüfe deine Auswahl, versuch es nochmal. What? Okay. Geht's vielleicht auch um Weltraum? Also. Achso, nee, Weltraum hatte ich ja schon. So, und jetzt? Nicht alle Treffer sind über... und versuch es nochmal. Okay. Das Moebius-Schleife hat was mit Schlangen zu tun. Nee, das auf jeden Fall nicht. Dann ist eine Regierungsbehörde. Alter! Try and Error. Der NASA-Logo. So. Also Abkürzung Regierungsbehörde. Hat was mit Unendlichkeit zu tun. Stern hat was mit Weltraum zu tun. Logo ist rund, impliziert Verbindung zum NASA-Logo. Okay, gut, Analyse abgeschlossen, ja. So. Feta. That must be the logo of this company or agency or whatever it is.
Hm. Kann ich das jetzt nochmal machen? Okay, Analyse abgeschlossen. Gut. Gibt es hier eigentlich auch einen Shortcut für Hotspots? Zur Karte, Körperscanner. Oh, guck mal, das war angenehm wenig Punkte, die man hier auswählen kann. Dann gucken wir uns die That man is Waffen. not your average security guard. He looks serious. He looks serious. Because average security guards are not serious. I'm here to see Amble Dexter. Your passport, please, sir. Passport, no Problem. So, Pass. 2 Gegenstände miteinander kombinieren. Ne, ich habe den Pass hier so. Here's my passport. Okay, so funktioniert das also. Welcome, Mr. Rector. You can go through to Mr. Dexter's office. Use the elevator, sir. Nein, ich wollte doch erst schon mit ihm reden. Jetzt warten Sie. Thank you. Warten Sie, ich wollte noch mit Ihnen reden, ein bisschen plauschen. Ah, Mr. Rector. What a pleasure to finally meet you. I've heard about your remarkable talents. Which I presume you'd like to rent in the near future. Precisely. Please, come in and sit down. This is Mr. Reichart, my associate. Mr. Rector? Hello. Before we discuss the job that we have in mind, I hope you won't object to a simple exercise. Oh? I'm afraid I left my performing monkey hat at home. Please don't take it like that. I think as a historian, you'll find it quite fascinating. I'll think about it. Also an den Charakteren, ne? an den kann man am ehesten sehen, wie alt das Spiel ist. Was haben wir denn hier zum Gucken? Fita-Flagge. The flag bears the logo I saw in the lobby with the initials FITA. What does it stand for? Dexter's desk is designed for easy wheelchair access, but it's much like any other beyond that. He keeps it tidy. Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. That's an interesting quote. Must have particular significance to Dexter. Okay, es ist 20 nach 1. Was haben wir denn noch hier? Aussicht. Dexter has an impressive view. Ja. Topfpflanze. Taste. That button operates the doors. A couch and coffee table for less formal meetings, I suppose. Clearly, that's not this one. Okay. Foto der Erde. Sofa. Michael Reichert. Ach stimmt, da sitzt ja noch jemand. Reichart looks like the agency type. A ruthless little paperworm. Not that there's anything wrong with that. A ruthless little Amble paper. Dexter. He appears to run this place, whatever this place is. That photograph certainly helps one keep an eye on the big picture. I wonder if that's why Dexter has it there. A couch and coffee table for less formal meetings, I suppose. Okay, Dexter is the man in charge. I'll address myself. Okay. Aber erstmal analysieren wir ihn. Datenpunkte. Gefunden. 0 von 3. Scharfer Blick. Auf stimulierenden Drogen. Der ist bestimmt hochintelligent. So. Ruhige Hände. Keine Ahnung. Ruhiger Anführer. Leitet eine Agentur von Wall Street aus. Sehr entschlossen. Was hat das mit dem Rollstuhl zu tun? Hochentschlossen. Dexter ist hochintelligent. War das jetzt richtig oder nicht?
Und ein entschlossener Mann erscheint ein sehr effektiver Anführer zu sein. Okay. War das jetzt richtig, was ich gemacht habe hier? Das ist offensichtlich. Gut. Gut, dann, Amble Dexter. He appears to run this place, whatever this place is. Dann reden wir mal mit ihm. What is this exercise you mentioned? Take a look at this man. Tell me if he reminds you of any specific person in history. I read objects, not people, and this exercise is illogical. Humor me, please. I've heard you have a photographic memory, and that your knowledge of history is beyond compare. I'm intrigued. I'm not sure what Dexter hopes to gain from this exercise, but I am curious. I prefer to work on my phone. I'll scan in the man's bio. Also, Hunde. Hunde? Hunde? Ach, Kunde, so das heißt. Vita, Manhattan, New York. Hintergrund Giuseppe Montesero, ein junger italienischer Maler und Architekt. Er verstarb vor einigen Jahren, als seine Karriere erst richtig in Schwung kam. Aufgabe: Feststellen, ob das Leben des Giuseppe Montesero dem irgendeiner Persönlichkeit ähnelt. Kontaktdaten keine. Datenpunkte: Italiener war von frühester Jugend ein hochbegabter Künstler, wie Da Vinci zum Beispiel. Wurde ein echter Visionär auf dem Gebiet der Architektur. Seine Forschung, seine Agentur bilden die Grundlage für viele der heutigen umweltfreundlichen Gebäudeentwürfe. Giuseppe wurde vom Vatikan beauftragt, sein grünes Design bei einem neuen Gebäude anzuwenden. Giuseppe war bekannt dafür, viele weibliche Verehrerinnen zu haben. 5 Jahre lang war er mit einer Frau verlobt, die er nicht liebte. Sie haben nie geheiratet, die Verlobung endete, als sie starb. Giuseppe half seinem Vater schon als Kind bei der Verwaltung seines Geschäfts und er macht es überraschend gut. Wurde zu Lebzeiten von seinen Kollegen respektiert. Moment, jetzt habe ich den. Wo waren wir? Stieg aber nie zum wahren Ruhm auf, was zum Teil seiner frühen Tod mit 36 lag. Giuseppe hatte in der Kirche viele Freunde und Kunden, die seine Arbeit unterstützte. Also muss man sich hier noch geschichtlich auskennen, oder was? Tutorial. Malachi speichert Dossiers zu seinen Aufträgen in seinem Handy, da er alle Datenpunkte hat, die er braucht, um diese Person zu analysieren. Drücke analysieren zum Fortfahren. Jo, ey, Alter. Geh die Kriterien durch und entferne die Kandidaten mit zu wenig Übereinstimmung. Wähle das Minus, um einen Kandidaten zu streichen. Grenze das Feld so auf die 3 Leute ein, die den meisten Datenpunkten entsprechen. Ich will doch lieber Deponär spielen. Alter, what the fuck? Wohl, ich kenne die noch nicht mal. Alter, what? Wo soll ich? Wenn du einen Kandidaten wähle das, um ihn auszuwählen, das fällt auf 3 Kandidaten ein. Ach so, das ist jeweils nur für diese Aussage hier. Also oben ist die Aussage, der Italiener war von frühester Jugend an ein begabter Künstler. So. Hier mal zum Beispiel der italienische Künstler und Bildhauer von frühester Jugend. Ne? Der wurde nur 36. Eigentlich kann man das sogar schon... Oder ist diese Aussage mit 36 hier... Okay, im Prinzip kann man... Wurde frühen Tod 36 Jahre lang. So, was zum Teil an seinem frühen Tod mit 36... Eigentlich kann ich hier schon gucken, wer 36 Jahre alt wurde. Und alle, die nicht zutreffen, kann ich schon mal wegstreichen. Ne? Da haben wir zum Beispiel hier. Ich kann nicht richtig rechnen, aber das sind auf jeden Fall keine 36 Jahre. Das sind eher sowas wie, kann man sagen, so 55, 65. Sowas. Der kommt schon mal weg. So, was ist mit ihm los? Leonardo da Vinci, vielseitiges Genie. 52, sag kein 36. So, zack. Michelangelo, vielseitiger Künstler, angerissen, wurde 89 Jahre alt. So. Mit 37 Jahren. Okay, das doch passt am ehesten. Der Raphael. Italienischer Maler und Architekt, am bekanntesten für seine Arbeiten im und am Vatikan. Da haben wir, guck mal, da haben wir hier schon jede Menge weggestrichen. Dann machen wir den auch weg. Weil der nämlich keine 36 Jahre wurde und schon haben wir es eigentlich
Ja. So. Tutorial, überprüfe die Datenpunkte am Raster und klicke dann auf das Bild des Kandidaten, der dir am wahrscheinlichsten erscheint. Donatello, keine Daten zum passenden Punkt. Ja, es ist ziemlich eindeutig, dass das der Raphael ist, ne? Erlor. Gelöst. Okay, das so ging jetzt noch, ne? Das muss man über das Alter ausschließen. Das war ja sehr eindeutig. So, gelöst. Gut. So, und jetzt? Und nun? Ist mit dem von Raphael fast identisch. Okay. Ja. Is Exit. this a joke? Not at all. What do you see? His biography reads like that of Raffaello Sanzio d'Arbino, the 15th century painter better known as Raphael. You do not disappoint, Mr. Rector. Such a pleasure to finally meet you. Truly, I'm delighted. Wonderful. Now perhaps we can discuss the job you have for me. Was mit der Übung? I still don't see the point of that exercise. A modern man happens to have a similar life story to a famous painter. What of it? Indeed, its relevancy to us needn't concern you. All we ask for is your expertise in making the historical connection. Do you have a job for me, Mr. Dexter, or not? I do. The job is in Venice. A young woman of wealth and high birth was murdered there a week ago. Her name was Bianca Cardolo. I'd like you to go to Venice and investigate who she was, and do what you just did so magnificently. See if she reminds you of any historical person. That is all. I don't investigate deaths. Hire a detective. We're not looking for her killer, only the facts of her life. A brief biography, if you will. And for you to document any connections you draw to any figure in history. Perhaps there will be none. That's acceptable as well. You get paid 20 to 30,000 for your work for the auction houses. I'll pay you 50. It should take you no more than a week. What say you, Mr. Rector? Sorry, I'm not interested. Whatever new age mumbo jumbo you're into, I live on the planet Mumbo Earth. Jumbo. There are no Scheint ein gängiger Begriff zu sein. incarnations, avatars of the god Shiva, Das haben wir or any letztes Spiel auch such schon. nonsense. And I'm afraid I'm booked up working for Earthlings for the foreseeable future. Tell me this. You saw our security procedures? What kind of entity would you say we are? And do you think an entity like that would be into mumbo jumbo? Ich mach mal. Ich I'm probier's mal. still not interested. That's disappointing. I hope you'll reconsider. Okay. Dexter is the man in Na komm, ich rede mit ihm. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. This is a government agency of some sort, isn't it? You won't get answers here, Mr. Rector. But you might get them in Venice. About that job. Yes? I might be interested. But first I want to know why you're keen on this particular woman, and what the point is behind these comparisons to people in history. I'm afraid any further information is classified at a high security level. I'll take the job. Excellent. I know you won't disappoint me, Mr. Rector. Speak to the guard in the lobby. He'll give you your plane tickets. And Godspeed. I very much look forward to hearing your report when you return from Venice. I'll forward the relevant information about Bianca Cardolo to your phone. Very well. Goodbye. Oh, kann man hier hochgehen? Pass through the scanner, sir.
Mr. Dexter said you have plane tickets for me? Yes, sir. Have a good trip, sir. Thank you. Kannst du schon was mit Looks dem- like I've taken care of everything here. I should head to the airport for my trip to Venice. Okay. Ist das jetzt hier was anderes? Theta. That must be the logo. Okay. Oh nein, ich werde beobachtet. Sowas auch. Ich gehe jetzt erstmal hier noch hin. Ich muss erstmal Sachen holen. Ich kann ja nicht ohne Koffer nach Venedig. I've taken a job for that new client, Amble Dexter. I leave for Venice today. Oh, God. Why am I not surprised? Well, I'll hold down the fort as usual. Good luck. Thank you. Gretchen, Yes, Malachi? that's all for now. Very well. Looks like I've taken care of everything here. Was mit dem Koffer? Oder wird der mir natürlich nachgeliefert, ne? Was hat das mit diesen Medikamenten hier auf sich? Das verstehe ich nicht. I started a dossier on Bianca Cardello based on the information Dexter sent me. I should start there. I should call Detective Brunetta. Ruf an Brunetta, den Kommissar der Bianca, du findest im Handy unter Kontakte. Okay, Datenpunkte. Mit 21 ermordet durch Erhängen. Bianca Cardello wurde vor einer Woche in ihrer italienischen Heimatstadt Venedig ermordet aufgefunden. Erhängt an einer Kanalbrücke. Überprüfen, ob Überprüfen Bianca lebensähnlich verlief wie eine berühmte historischen Frau. Signore Danta Cardolo, Kontaktdaten. Kanal Castillo, Kommissar Brunetta für Mordstelle. Okay. Rufe Brunetta an. Gut. Was mit E-Mail, das ist auch noch. Okay. Da ist ein Ausrufezeichen dran, ja. Brunetta. Kann ich die da texten? Nee. Pronto, Detective Brunetta. Buongiorno. This is Malachi Rector. I need to speak with you about the death of Bianca Cardello. I was told to expect your call. Meet me at 425 alla Due Colonne. That's the site of the murder. Colonne. Thank you. I'll see you there. Murder's Bridge. Okay. Was war das? Ui, schön. Frau? Ne, das ist gar keine Frau. Kanalkarte, Gebäude wie Frau. That house needs repair. A lot of these Venetian homes have been passed down through generations, and the current owners can't afford the upkeep. Hausfenster. That window looks directly over the bridge. Was kann man damit I machen? can't reach it. Besides, the door is much... Verstehe. Aber hier. That must be Detective Brunetta. I wonder how Amble Dexter got the Italian police to work with me. There's definitely more to this than Dexter was willing to tell me. Rote Augen. Arbeitet lange wahrscheinlich. Ne? Aufgeblähter Bauch. Stressbedingt bestimmt. Wenn er lange arbeitet, das passt ja.
Stressiger Job. Abgenutzter Mantel. 20 Jahreskonto. Frau. Are you Detective Brunetta? That is correct, Mr. Rector. Yes. I've been told to answer any questions you have about the death of Bianca Cardolo. I can't say I understand why. Da kommt Well, eine I'm Frau. glad to know where you stand, Detective. Let's get started, if you don't mind. It's always good to know your source. You won't mind telling me something about yourself? That depends on what you want to know. This is a high-profile case, isn't it? You've been working on it around the clock. That's right. Never let you go, a case like this. And what is your stake in it, Rector? I'm not trying to find her killer. I just need information. And you're a luckier man than I. But if you mean you'll stay out of my way, then I'm glad for it. You've been a detective for a long time. 20 years at least. That's right. Someone told you about me? Your experience is obvious. I will take that as a compliment. Do you know the Cardolo family personally? I'm not a part of that high society, even if I had the time to have a social life, which I don't. You said you were told to answer my questions. Can I ask by whom? You don't know? I'm not in the habit of asking questions I know the answer to. I was told it came from a mayor's office. You were hired by Signor Cardolo, perhaps? I can't tell you who hired me. I see. I suppose I'll just have to keep my guesses to myself. Tell me about Bianca Cardolo. She was a popular figure in Venice. Everyone knew her. She was even named the most beautiful woman in the city several years ago. The public wants her killer found, and so do I. Tell me about Bianca Cardolo's murder. We know she was followed while walking home from a concert. She ran. The killers caught up with her here where we're standing. They hanged her from this bridge. Sounds familiar. In fact, I read that much in the papers. I can't read your mind, Mr. Rector. If you have questions, ask them. She was walking home from a concert alone? Yes, her husband is a very busy man. As I understand, she often attended artistic events without him. Was she robbed? Molested? No, her purse fell into the canal. We retrieved it. Her money and credit cards were all there. Her jewelry was untouched. There were no signs of rape. Were there any witnesses? No one came forward, even after Signor Cardolo put out a personal request. Do you have any leads on the killers? No. If you want my opinion, such as it is, they were professionals. They left no physical evidence on the bridge or on the body. Even the rope was generic. Tell me about the Cardolo family. Dante Cardolo, her husband, is extremely wealthy and a very important man in local politics. Well-respected man, for good reason. Her father, Venetian royalty. It would be difficult to find a more distinguished bloodline anywhere in Italy. This crime has all of Venice in shock, and we have no leads. We haven't found anyone who would want to hurt her. And yet, someone did. Yes. If you want my opinion, her family had nothing to do with it. But that begs the question, eh? Who did? Those are all the questions I have, Detective. Jetzt geht's wieder rein. I'll know what this was all about, eh? I doubt it. Even I don't know what it's all about. But I wish you luck in finding Bianca's killer. I'll need more than wishes. Arrivederci, Mr. Hector. Arrivederci. Jetzt geht's nochmal rein, Sag mal.
According to Brunetta, not a soul in those buildings saw the murder. Dann klopfen wir mal an. Und sicher ist ja jemand zu Hause, ne? Pardon, Signora. May I have a word with you? Yes? What can I do for you? Sogar mit Schatten. Mit Schattenwurf. Versteckt Drogen im Dutt. Ich glaube, dass sie still sext. Ich glaube, dass Stilsexe ist. Schulmeisterin wahrscheinlich. Berührt sich am Hals. Keine Ahnung. Also wenn ich Halsschmerzen habe, dann berühre ich mich ja nicht am Hals, oder? Kratzt sich, weil es juckt. Hat Schmuck verloren oder verkauft? Ja, wahrscheinlich verloren. Das wird wahrscheinlich eine unserer Quests sein, dass wir ihr den Schmuck suchen müssen. Abgenutzte Kleidung kann nicht gut gehen. Mottenplage zu Hause, geringes Einkommen wahrscheinlich. Verhornte Fingerkuppen. Spielt ein Saiteninstrument, leidet unter Zwang, Fingerreiben. Aber in einer leidet unter Zwang. Hier machen wir hier Saiteninstrument. The old woman must own that rundown house. They're a matched set. Kann ich dir irgendwas geben? Reden wir schon mit ihr. Yes, Signore. What can I do for you? Is this your home, Signora? It's lovely. Ah, grazie. It's been in my family for 4 generations. I'd like to introduce myself. My name is Malachi Rector. Buonasera, Signore. I am Caterina Falone. I noticed that you seem nervous, Signora. You would be nervous too if unspeakable things happened just outside your front door. I do not wish to talk about it. Ah, I would like to speak with you about the murder, Signora. No, I'm sorry. I won't speak about that. I already said as much to the police. But I am not the police. You can talk to me. I don't know you, Signore. And it is too terrible to talk about. No, Thank you for speaking with me. it was a pleasure to speak with such a... ist er weg. So, aber dann können wir jetzt mal recherchieren, oder was? Wie ist das? Stopp. Ich sollte jetzt erstmal recherchieren, wie man hier speichern kann nochmal. Wie geht das denn? Ich habe nämlich so ein Gefühl, dass diese alten Spiele, die stürzen gerne ab. So. So. Dann haben wir hier, wo war das? Wo recherchiert man jetzt genau? Hier, Notizen. Über Väter recherchieren. Über Väter recherchieren. Manhattan, Venedig, Filone. Irgendwie die Sorgen im Recherche könnte helfen. Mehr über Biancas. Ach, das ist so eine Art Questlog. Okay, ich verstehe. Haben wir jetzt schon mehr Anhaltspunkte hier mit 21 Jahren Morde durch Erhängen. Zu Hause nannte man oft die schönste Frau der Stadt. Okay. So, recherchieren wir hier mal. Future Intelligence Technology Agency. What does that mean? Hey, what on earth? I've never had a page deleted while I was viewing it. Very strange. I believe that's a younger photo of Signora Filone, the woman who lives near the site of Bianca's murder. She's wearing a Venetian Murano glass necklace. Okay. I don't recall seeing it on her when we met.
Okay. Nothing is coming up. Okay, Halskette. Kann man die hier drauf ansprechen eigentlich? Weil zufällig bin ich ja Antiquitätenschätzer und so, ne? Kann man das irgendwie skippen? Hat Schmuck verloren oder verkauft. Ah, tatsächlich, das habe ich ja dann schon. Ich dachte, man kann ja auch falsche Dinge irgendwie machen. Okay, was können wir ihr denn geben? Können wir ihr... Keine Ahnung, ich kann ihr den Pass zeigen von mir. Das bringt wohl nichts. Die Brieftasche zeigen von mir. Yes, Signor. Thank you for It was a pleasure to... Okay, schade. Okay. Gut. Kanal können wir noch angucken. There's something on the bottom of the canal. Could it have fallen from Bianca's purse? Okay, aber ich will nicht meine Brieftasche in den Kanal reinwerfen. Das ist ja Blödsinn. That wouldn't do much. Okay. Ist auf jeden Fall sehr chillig hier mit der Musik. Gebäude zur Karte, Brücke, Hausfenster, Kanal. Okay. Wir können da... That wouldn't do much. Okay, wir können sagen... Okay, wir haben da nichts zum Rausfischen. Dann gehen wir mal auf die... Karte. Bianca Cardolo, das ist die ermordete Frau. Gehen wir an den Tatort. Ne, Quatsch, der Tatort war die Brücke. Please, sit down. Thank you, Signor Condelo. I'm sorry to intrude at a time like this. I've been asked to speak with you, and that request came directly from the U.S. Embassy. Impressive. What interest does the United States have in my wife's murder? Do you think it was a terrorist act? Why would they want to hurt Bianca? I don't have the answers, Signore. I'm still investigating. Very well. I've already been over everything with the police a dozen times, but I'll do what I can to help you. It would help me to know more about you. Very well. Wisst ihr was? Ich verabschiede den jetzt mal. Weil ich speichere jetzt. Und dann belassen wir es für heute dabei, weil ich nämlich um 18 Uhr einen Termin habe noch. Das wird jetzt schon ein bisschen eng. Okay, jedenfalls Hauptmenü beenden. Gut. Jetzt nicht genügend Speicherplatz, um die Aufnahme fortzusetzen. Oh, das ist mal was Neues, toll. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und morgen einen guten Start in die neue Woche. Ciao. So, jetzt. Ciao.